So, damit herzlich willkommen zu Let's Play Retro Fahrenheit Teil 10, 11 und 12. Es kam ja im Stream leider ein bisschen was dazwischen, deswegen gibt es jetzt noch so eine Stunde, anderthalb Let's Play Retro Fahrenheit. Und ja, würde ich sagen, legen wir gleich los, verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Ähm, so, dauert jetzt gerade noch ein bisschen, bis das Spiel natürlich gestartet hat. Ist mir wieder klar wie immer. So, Quantic Dream, Espir. So. Okay. Und damit springen wir auch gleich in Fortsetzen. Ich glaube, es ist immer noch auf Englisch eingestellt. Das wäre, wenn das denn wirklich so ist, dann auch die richtige Einstellung. Jo. Der Waschsalon, 30.01.7:56 Uhr, minus 20 Grad. Hey, Carla, what are you doing, girl? Get a move on. It's freezing. Go take a look inside, Tyler. I'm gonna talk to Garrett and see if he found anything. Cool with me. I can't even think out here in this damn cold. Also müssen wir mal noch mal zwischen beiden hin und her springen, um den gewünschten Spielfortschritt zu kriegen. Na, mit ihm hier geht's nicht, okay. Ah, I was waiting for you, Carla. So, what happened here? The guy who runs the Lavomatic found the bodies around 5 o'clock this morning when he came to open up. When he tried to get in, it seemed like the door was blocked from the inside. He saw the two bodies through a window and called the cops. Indizien. Were there any prints? Just those of the victims. No prints from Kane, if that's what you're wondering. Opfer. What do we know about the victims? The man was called Jose Lopez. He works here and was supposed to close up last night. The woman's name was Anita Martinez. She did her laundry here on a regular basis. Thanks, Garrett. Das war alles? Da gab es doch noch zwei Sachen, oder? Ach, wie blöd. Dann gehen wir rein. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? That the murderer was bleeding before he stabbed his victim. Just like in the toilets of the restaurant. So. Schauen wir uns doch mal das Opfer. Das Opfer scheint den A knife stuck in his eye. Death would have been instantaneous. Er hat sich nämlich auch diese Schlangen auf die Arme geritzt, nur hat er sich anschließend His umgebracht. wrists are all cut up. Looks like some kind of symbol carved on them. A snake. A snake with two heads. The knife has the same handle as these other tools. It must have come from this toolbox. Mal schauen wir uns noch den Blutfleck an. Bizarre. Why is there blood here? Weil er sich Is hier this an... where he cut up his own forearms? Wollte ich gerade sagen. Kane left some blood in the toilets too. Did Kane cut his arms up too? So, jetzt haben wir wenigstens noch eine Bonuskarte gefunden. Ich weiß auch zwar nicht, wirklich gar nicht, für was ich das brauche.
Und es ist wirklich exakt derselbe Ton wie, wenn du so eine Karte einsammelst, wie bei, Deadly Premonition. Das werden wir auch Three or mal noch four let's playen. stars in the area of the heart. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Mhm. So, damit haben wir mit ihr eigentlich alles gefunden, alles gemacht, was wir hier so gefunden haben mit Interagieren. Ich meine, Wäsche waschen kann sie noch nicht, außer mit Tyler reden, aber bevor die beiden miteinander reden, würde ich sagen, wechseln die beiden doch einfach mal. Und auch Tyler schaut sich hier mal noch einmal kurz um. In manche Sachen, das war nämlich in der, bei Kane genauso, hat nur Tyler gefunden. Zum Beispiel hier in diese Waschmaschine the gucken. victim's laundry. Who would have believed she wouldn't be alive to get it out when it was ready? Okay. Schon ein bisschen melancholischer Gedankengang. Oh. Poor girl, she was stabbed from the front. She found out who her killer was at the very last moment. Dann gucken wir doch mal nach dem Telefon. Das hat nämlich Carla eben nicht. We can still hear the dial tone. She must not have had time to dial the number. Too bad. We could have had a live witness. So, was sagt er noch zur anderen Leiche? Knife is stuck in his eye. Damn, that's gotta hurt. Okay. Dann sollten die beiden mal miteinander reden. Fortgehen. Let's go. I've seen enough. What are we supposed to think about this murder? The guy committed suicide after killing the woman? It seems absurd, but it's the only explanation. I don't think Kane had anything to do with what happened at the laundrette. But all the same, there's got to be a link between the two murders. Ah, sie kommt langsam. Zumindest die, ich glaube nicht dahinter. Was? Das weiß ja Kane selbst noch nicht. Aber sie kommt langsam dahinter, dass Kane vielleicht auch nur eine Marionette ist. Wenn auch nur sehr langsam. Aber ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr Zeit und machen gleich weiter mit Lucas Kane in Tiffany's Wohnung. Ich glaube nicht, dass wir noch viele Teile brauchen. I was exhausted. I felt like I was gonna die, either from the cold or from hunger. I hoped that I could rest for a couple of hours at Tiffany's place, get my energy back, and figure out what to do next. I'd only been to her new apartment once before. I only had a vague memory of exactly where it was, but I was sure that this was the street. Das mit dem gelben da hinten, aber hier ist nämlich noch eine Karte. So. Oh. Jetzt hat er wieder eine der Visionen. They're watching Tiffany's apartment, of course. They assumed that I'd show up here looking for a place to hide. I have to find another way in. Also wir müssen uns Oh, was ist denn mit ihm hier? Another homeless person. I get the feeling they're everywhere, and they're watching me. I must be getting paranoid. Nee. Glaube ich jetzt so noch nicht mal. So, jetzt müssen wir mal hier. So. Das Klettern ist. Also mit dieser komischen, einzigartigen Steuerung hier lässt es sich wirklich seltsam spielen. Aber es macht trotzdem irgendwo Spaß. Ich meine, das ist gut, das ist im Endeffekt die Hauptsache. Und jetzt nochmal klettern. So Sachen werden dann manchmal doch ein bisschen zu sehr ausgekostet, habe ich das Gefühl. Man hat es ja gerade erst gemacht, also
Warum noch? Und ein Rabe. Und da sehe ich schon noch einen Polizisten. The police. There must be some way to get around. So. Nochmal klettern. So. Da läuft es aber recht schnell Zeit. Die Plätze. Super. Habe ich jetzt das Gleichgewicht ausgehalten damit, oder was? Ich habe ihn nämlich nicht taumeln sehen. Oh. Wieder perfekt. Okay. Aber läuft hier die Zeit ab? Das ist ein bisschen mein Problem. Okay. So, und wieder klettern unter Zeitdruck. So. Müssen wir jetzt die ganze das ganze Abflussrohr, Dachrinnenrohr, runterklettern? Ah. So, hier hoch, wieder klettern, dieselben Bewegungen. So, und hier müssen wir wohl durch so ein Fenster durch. Ja, hier klettern wir nicht hoch. Da ist hier irgendwo noch eine Karte. Nee, so eine Bonuskarte finden wir hier nicht. That window leads to Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. Probieren wir es doch einmal mal aus. So, bevor wir es nämlich einwerfen und es nach Glas splittert und die Polizei I think kommt. it budged a little. It's open a few inches. Mal gucken, ob wir es so noch weiter aufkriegen. Ich bin manchmal. I almost had it. Aha. Ohne die Scheibe einzuwerfen. Es war nur jetzt wirklich ein bisschen Krampfsache. I wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal, but I had no choice. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Wir hatten mein Bettchen geschlafen. Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wird das jetzt so eine Aktion, oder?
Also unterm Bett brauche ich mich schon mal nicht zu verstecken. TV? Nee, ich mach das TV nicht an. Ich bin ja nicht bescheuert. Schau mir an, wie ich verfolgt werde. Werden noch depressiver. You have one new message today at 10:41. Hello, Miss Harper. I'm Detective Carla Valenti from the New York City Police Department. Oh, wir sind I'd total like to ask bereizt. you a few questions. I'll try calling you back a little later today. Hm. You have one new message Okay. today at 10:41. Ich dachte, es käme Hello, noch Miss was. Harper. I'm Detective Carla Valenti from the New York City Police Department. I'd like to ask you a few questions. I'll try calling you back a little later today. Hm. Nothing to eat here. Nein, nichts zu essen, aber eine Bonuskarte 5. Nothing to eat here. Ich muss irgendwie noch mal ein bisschen was finden, um mich zu beruhigen. Na, nochmal Nutella essen bringt nichts. Okay. Und gehen wir doch einfach mal an den Kühlschrank. Ach, Sandwiches und Milch. Oh. Sind wir schon nämlich nur noch depressiv? So. Ich denke mir, das könnte ein kleiner Fehler werden. Wohl ich die Zeitung nehmen, obwohl da jetzt wahrscheinlich gesucht werden und jetzt richtig abkacken Pictures in mental. all the newspapers. I can be identified by just about anyone in the street now. I'm going to have to be very careful. Aber And for an expert's point of view on the subject, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitry Kuryakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. okay, ich glaube, der ist unser nächstes Ziel. Der Professor. And I wanted to ask you if A specialist in Mayan civilization. He'd known what Kekniklan means. Gotta meet this Professor Kuryakin. Ja, musst du. Aber eigentlich wollte ich das Ganze gar nicht anmachen. Und das passiert jetzt. Oh oh. You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true? The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them you're innocent. I've got to find out exactly what's happened to me, Tiffany. That's the only way I can prove my innocence.
So, und wir wissen schon, Bett ist eine sauscheiß Idee zum Verstecken. Also überall, nur nicht im Bett. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. Nicht Miss allzu Harper? viel Zeit. Miss Harper, are you home? Yes, just a second. I'm coming. So, in deinem Bett hat er nämlich nachgeguckt. Und wir bleiben jetzt Lucas, einfach. I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. So. Nur im schlimmsten Fall entdecken sie uns, wir müssen diesen Part neu spielen. Miss Harper? Yes? I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Huch. Zum Glück noch rechtzeitig den richtigen Knopf gefunden. Doing a little redecorating? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. It's taking a long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Oh, zum Glück. So, er schaut trotzdem noch unterm Bett nach. Thank you for your cooperation, miss. If Whoa. Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. Das nenne ich dann doch mal ein bisschen Glück gehabt. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. Ach ja, Kane ist doch nicht gefährlich. Tyler, Mann. Jeder doch nur nicht Kane. Hello, my name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janus, isn't that right? He's down the second corridor on the right. You finished? Oh, another power outage. It's the sixth time today. Not surprising, though, with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janus's cell is down the second corridor on the right. One of my colleagues is waiting to open the cell for you. I'll be watching you. Don't worry, you'll be fine. Thank you, Barney. Seltsam, aber ich muss mal gerade was gucken. Ja, alles okay. Also weiter geht's hier mal. Kane was the killer. There was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Okay, hier ist nichts Interessantes. Hier auch nicht. Okay. Da war nämlich eine Karte.
So, jetzt weiß ich nicht mehr hier, in welche Richtung abbiegen, in diese. Nein, genau in die andere. Hello, detectives. I'll wait for you here. Perfect, thanks. Wow, die ganzen Wände vermalt. Scheinbar mit Maya-Zeichnungen. Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. I read in your file that you often had, visions of some sort. Would you like to talk to me about them? Why have you gone to the trouble of coming to see me, Detective Valenti? I'm mad, you know. What I have to say is meaningless. Isn't that right? Nein, wir beharren. Maybe it'll make sense to me. Please, Anton, tell me everything that you know. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him, he has a knife planted in his eye. How do you know that? I was there. I can see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. Wer? Who is the murderer? Nobody knows. Nobody sees him. He leaves no trace in people's memories. But I know. I know he exists. He's among us, invisible. He's everywhere. Warum? Why is he killing people? He wants to see the other side. He's looking for a little girl. He's been waiting for a long time. He wants her, and will do anything to get her. Warum? Why are these killings happening? Why must these people die? Oh, the world's not what you think it is. The Orange Clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How Beziehung. is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I have to go now, Anton. Thank you for your help. Das Schlimme ist, wir wissen ja, er hat komplett recht. Er ist nicht verrückt. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. The end of humanity. Und an dieser Stelle beenden wir Folge 10 und machen natürlich hier auf Twitch direkt im Anschluss weiter mit Folge 11. Und ja gut, ihr seht halt Folge 11 am Donnerstag auf YouTube, also auf YouTube seht ihr die Folge dann 11 am Donnerstag um 18 Uhr. Und macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.